Hast du schon mal Focaccia mit Bohnen ausprobiert? Nein? Dann wird's aber höchste Zeit. Diese hier, diese Fagioli Tondini, waren in meiner Retterkiste von Surplus. Da bekommt man richtig tolle Lebensmittel, die sonst vielleicht weggeworfen würden. Und das Beste? Man tut gleich in mehrfacher Hinsicht etwas Gutes. Lebensmittel werden gerettet, man spart selbst beim Essen und Surplus unterstützt auch noch Mary's Meals, eine Organisation, die Kindern in Afrika Schulmahlzeiten ermöglicht. Welche Bohnensorte würdest du nehmen? Denn es geht nicht nur mit dieser speziellen. Schreib's mir gerne mal in die Kommentare. Ich habe meine Bohnen einmal kurz abgegossen, den Bohnensud einmal gut aufbewahren, den brauchen wir noch, und zerkleinere jetzt hier mit einer kleinen Gabel das Ganze zu einer groben Masse. Das muss nicht ganz fein sein. Und ihr könnt dafür natürlich auch einen Mixer oder auch einen Zauberstab benutzen. Diese Masse kommt dann jetzt hier in meine Schüssel, wo schon das Mehl darauf wartet. Die genauen Zutaten und Mengenangaben für dieses köstliche Rezept findet ihr wie immer unten in der Beschreibung. Es kommt aber auch noch mal zum Schluss. Pausiert dann einfach das Video und macht euch einen Screenshot. So, dank dem Teigrührer kommt auch wirklich alles mit in die Schüssel hinein. Dann noch ein bisschen Salz und optional noch ein bisschen Zucker. Ich verwende ja gerne für meine Brotrezepte Zuckerrübensirup. Wer das nicht darf, also keinen Zucker nehmen darf, der kann dies auch gerne weglassen. Und da es sich hier auf meinem Kanal um das natürliche Backen handelt, habe ich jetzt hier heute Wasser, Kefir als Backtriebmittel, geht natürlich auch mit Hefewasser. Nun folgt noch ein bisschen gutes Olivenöl und ein wenig von dem Bohnensud. Wer das nicht möchte, ersetzt die Menge einfach nochmal mit Wasser. Dann habe ich jetzt für dieses Rezept mich mal wieder für Lievito Madre entschieden. Das ist ein milder Sauerteig. Ich verlinke euch mal oben rechts, wie man das macht. Und zum Schluss habt ihr auch noch mal eine Playlist zum Wasserkefir und zum Hefewasser. Das Ganze fange ich schon mal ein bisschen an durchzukneten. Dafür verwende ich hier jetzt meine KitchenAid mit der Teigpeitsche. Und da der Teig ein bisschen weicher wird, gebe ich schluckweise das Wasser hinzu. Wer das direkt komplett von Anfang an hinzugeben möchte, der nimmt am besten so einen Flachrührer. So, der Teig ist fertig. Ich habe jetzt hier Dinkelmehl genommen, ihr könnt aber auch ein Weizenmehl verwenden. Ein bisschen Öl kommt dann in meine Glasschüssel, sowie der Teig. Ich werde meinen nochmal eben strecken und falten. Wer das nicht möchte, lässt das einfach weg, steht aber auch nochmal zum Schluss in der Beschreibung genauer nochmal drin. Ich lasse den Teig dann schon mal so ein bisschen aufgehen, dass ich die ersten Bläschen sehen kann und fange dann mit dem Strecken und Falten an. Das könnt ihr so 1 bis 3 Mal machen, beziehungsweise ich mache dieses Coil und Fold, also ich schlage das nicht nach oben über, sondern nach unten. Dann um 90 Grad drehen und dann könnt ihr das nochmal machen. So, ihr seht, es ist wirklich super einfach. Wer möchte, kann natürlich auch zum Beispiel ein Pizzamehl verwenden. Es gibt ja dieses Typ Doppel-Null. Das ist auch sehr lecker für Focaccia. Das Ganze darf jetzt wieder warm ruhen. Ich stelle das, wenn es nicht warm genug in meiner Küche ist, immer gerne in meinen Mini-Backofen, mache da einfach das Licht an und schon kann der schön weiter aufgehen. Guckt mal, der ist jetzt fast soweit. Wenn ihr kein Lievito Madre nehmt, dauert das so circa 8 bis 10 Stunden, bis der Teig aufgegangen ist. Mit Lievito Madre zwischen 3 und 6 Stunden. Ich öle dann meine Hände ein. Heute will ich das einfach mal auf dem Backblech von meinem Mini-Backofen ausbacken. Beim letzten Mal, beim Buttermilch-Focaccia, das verlinke ich euch auch noch mal oben rechts, habe ich das ja in dem Deckel von meinem gusseisernen Topf gebacken. Das fand ich auch richtig, richtig schön. Und ich wollte jetzt einfach noch mal das Ergebnis hier in der Backform haben, beziehungsweise auf dem Backblech. Und ihr könnt das aber auch gerne in einer Auflaufform oder so packen. Ich habe das Ganze abgedeckt und lasse es immer noch mal wieder ruhen und aufgehen, also mindestens für 30 bis 60 Minuten. Und schaut mal, dann habt ihr so ein richtig schönes, fluffiges Ergebnis.
Ich habe da jetzt so ein bisschen Öl genommen und habe noch ein paar Bohnen übrig. Die hätte ich auch in den Teig geben können, aber ich wollte so ein richtig tolles, uriges Bohnen-Focaccia machen. Und deswegen habe ich diese Bohnen verwendet und habe sie oben als Topping drauf gegeben. Da könnt ihr mehr oder weniger machen. Wie gesagt, das ist optional, aber ihr müsst nachher mal schauen, wie das nach dem Backen aussieht. Das war richtig toll. Noch ein paar rote Zwiebeln hier für die Farbe. Selbstverständlich könnt ihr auch das Topping eurer Wahl nehmen. Vielleicht ein paar Oliven, ein paar Tomaten. Aber ich fand das mit den Zwiebeln tatsächlich unheimlich lecker. So. Und dann hier noch so ein bisschen fürs Auge, ein bisschen Majoran. Ich habe da wieder eine frische Pflanze und dann wird das Ganze schon ein bisschen wieder in den Teig gedrückt. Oh, das sieht doch toll aus, oder? Ich finde, so ein Focaccia, das geht immer. Wenn ihr zum Beispiel einen Teig habt, der nicht so schön geworden ist für ein Brot, macht ein Focaccia draus. Das funktioniert wirklich jedes Mal und ist so lecker. Ihr könnt auch Mozzarella noch dazwischen packen, also so, wie es euch wirklich am besten gefällt. Das ist so toll. Schreibt mir mal eure Lieblingsvariante vom Focaccia in die Kommentare. Da freue ich mich schon riesig drauf. Und dann gebe ich noch ein bisschen grobes Meersalz da drüber. Und das Ganze wird dann schön im Backofen ausgebacken. Und guckt mal, die Bohnen sind so ein bisschen nicht richtig aufgeplatzt, aber wie so ein crunchiges Topping. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders benennen soll. Ich schneide das jetzt hier so ein bisschen. Es ist ziemlich breit jetzt hier gerade für mein Schneidbrett. Aber guckt euch dieses Ergebnis an. Das ist ganz weich, zwischendurch noch so kleine Luftbläschen. Einfach fantastisch. So soll ein Focaccia sein. Und in diesen Videos sehen wir uns schon wieder. Ich freue mich schon sehr auf euch und sende euch viele liebe Grüße. Eure Emma.